Wir sind heute am Nürburgring in der Eifel zum 24-Stunden-Rennen 2025. Eine der größten und komplexesten Produktionen, die unsere Branche so zu bieten hat. Es gibt sehr viele Kamerapositionen, es gibt viel Drahtlostechnologie. Wir brauchen Hubschrauber, wir brauchen Flugzeuge, wir haben ein Areal abzudecken, was außergewöhnlich ist, schlichtweg, weil die Nordschleife inklusive Grand Prix-Kurs eine Länge hat von 25 Kilometern für eine Runde. Gibt es sonst nirgends auf der Welt in dieser Dimension. Und dazu geht es noch bergab, bergauf, durch Wälder, und das hat alles seine Herausforderungen aus Sicht der Fernsehproduktion, die Herausforderungen aus Sicht der Rennfahrer und der Teams und der Fahrzeuge ist nochmal eine ganz andere. Man sagt ja auch, die grüne Hölle ist die gefährlichste und die schwierigste Rennstrecke der Welt. Um das alles zu realisieren, ist TV Skyline seit vielen Jahren hier als Host-Broadcaster mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Wir verkabeln diese Fahrzeuge mit Glasfaser aufgrund dieser großen Entfernungen. Neuigkeit seit diesem Jahr ist, dass wir eine Festverkabelung nutzen, die der Nürburgring über die letzten Jahre installiert hat, und wir dadurch in der Lage sind, weniger Kabel selber ziehen zu müssen und Kameras über sogenannte Dark-Fiber-Anbindung hier anzubinden und sozusagen der Aufwand sich etwas reduziert. Trotzdem ist der Aufwand enorm, weil wir haben in der Regel inklusive Onboard, drahtlos und so weiter so Größenordnung 70 Kameras in der Summe. Und die wollen natürlich alle gehandhabt werden, die wollen auf- und abgebaut werden, Signalmanagement gemacht werden, in die verschiedenen Regien verteilt werden. Es gibt ein sogenanntes World Feed, wie man das heutzutage ja immer so hat. Das machen wir hier in unserer Gallery. Das ist ein Regiefahrzeug mit einer sehr großen Regie, wo man eben in der Lage ist, 70 oder auch noch mehr Kameras gleichzeitig darzustellen. Und dort sitzt dann der Regisseur, genauer genommen 2 Regisseure, weil über diese lange Sendezeit von mehr als 24 Stunden müssen die Leute natürlich in Schichtdienst arbeiten und wechseln sich dann ab. Nebendran haben wir den Ü11. Der Ü11 ist ein Fahrzeug, das auch als Ü-Wagen alleine fungieren kann, und der verfügt über 2 Regien, über eine Tonregie dazu noch und über eine große Bildtechnik. Dort haben wir hier in dem Fall die sogenannte Slow-Mo-Regie. Das heißt, der Slow-Mo-Regisseur mit seinen, ich glaube, 12 bis 14 Slow-Mo-Operatoren sitzt hier und spielt dann alle Zeitlupen, die relevant sind, dem Hauptregisseur im G10, in der Gallery, wie er bei uns heißt, zu. Besonderheit bei dem Konzept ist vielleicht noch, dass wir in beiden Fahrzeugen eigentlich kaum oder keine Technik haben, weil die komplette Intelligenz und Technik befindet sich mit im Rüstwagen, der ist auf dieser Seite zu sehen. Da gibt es ein Technikabteil mit in der Summe 12, 19 Zoll Geschränken. Das sind alle Kreuzschienen, CCUs, EVS-Maschinen, Bildmischer, Kreuzschiene, Multiviewer und so weiter untergebracht. Die ganze Anbindung per Glasfaser passiert dann hier und die Ansteuerung läuft per Remote vom G10 bzw. vom Ü11. So. Ansonsten, weil es enorm viele Kamerasignale sind und wir keinerlei Ü-Wagen mehr draußen an der Strecke haben, wie in der Vergangenheit, haben wir zusätzlich noch ein Fahrzeug, das man hier im Hintergrund so ein bisschen sieht. Das ist unser G2, ein Multifunktionsfahrzeug, das wir hier nutzen, um zum einen nochmal weitere 10 oder 15 Kameras auszusteuern und zum anderen die Spezialkameras dort unterbringen, wo dann per Remote Kameras, PDZ-Kameras gesteuert werden, die zum Beispiel in der Boxengasse sind, als Topshot, wo man von oben zuschauen kann, wie ein Team einen Reifenwechsel macht oder Reparaturen macht. Oder PDZ-Kameras, die irgendwo draußen 5, 8 Kilometer entfernt an der Strecke stehen, direkt an der Leitplanke befestigt, wo man keinen Kameramann hinstellen darf aufgrund von Gefahr und von Risiko. Da steht dann eine PDZ-Kamera und
Die wird dann von hier aus dem TV-Compound bedient. Das war so mal der erste schnelle Überblick im Bildbereich. Ton ist auch relativ komplex. Wir haben eine sehr große Tonregie, die in der Lage ist, ganz viele Signale zu verarbeiten. Beim Motorsport ist es üblich, dass man sogenannt Audio-Follow-Video arbeitet. Das heißt, das Tonmischpult, was ein Lavo MC Quadrat 56 ist vernetzt mit dem Bildmischer, ein ROS-Bildmischer in dem Fall, über ein VSM-System. Und wenn dann der Regisseur die Kamera 15 anwählt, dann geht vorher programmiert entsprechend der Regler am Lavo-Pult hoch, der das Mikro öffnet, was in der Nähe dieser Kamera steht. So, und somit kann man sehr professionell und sehr guten Ton erzeugen. Wir haben natürlich unfassbar viel Tonaufwand auch hier. Also in der Summe sind es bestimmt über 100 Mikros, die nur an der Strecke entlang stehen, um eben auch zum guten Bild einen guten Ton zu haben. Das macht es ja beim Motorsport mit aus. Dann haben wir das Worldfeed erledigt und beschrieben. Neben dem Worldfeed machen wir die komplette Abwicklung für den nationalen Rechtehalter. Das ist Nitro. Nitro hat auch einen eigenen Ü-Wagen, der hier auf dieser Seite zu sehen ist. Und da drin gibt es nochmal eine Regie, eine Tonregie, Bildtechnik. Nitro hat seine eigenen drahtlosen Kameras, die in der Boxengasse unterwegs sind oder in Außenstellen am Brünnchen. Und wird eine komplett eigene Abwicklung gemacht mit Worldfeed, eigene Kameras plus noch abgesteckte Kameras. Und daraus gestaltet Nitro mit einem großen Redaktionsteam sein eigenes Programm. Last but not least gibt es noch einen weiteren Sendeweg, den wir machen. Neben Nitro im, wie man immer so schön sagt, linearen Fernsehen machen wir noch eine komplette Sendung im Stream. Das kann man dann sehen in YouTube zum Beispiel. Und die Abwicklung Stream funktioniert auch nochmal mit eigenen Kommentatoren in Deutsch und in Englisch, mit einem eigenen Kamerateam für Interviews, mit einem Expertenstudio seit diesem Jahr, mit dem Patrick Simon, ehemaliger Rennfahrer, der immer wieder Erläuterungen gibt. Und auf diese Art und Weise haben wir noch einen zusätzlichen Service für Menschen, die mobil unterwegs sind, nicht zu Hause am Fernseher sitzen bleiben können und sich zusätzlich eben mal diese lange Sendestrecke, 24 Stunden, auch egal wo sie gerade unterwegs sind, anzuschauen. Parallel dazu haben wir 18 Onboard-Kameras, also 18 Autos mit Onboard-Kameras versehen. In manchen Autos sind mehr als nur eine Kamera. Und jedes Fahrzeug hat seinen eigenen YouTube-Kanal und man kann durchgehend 24 Stunden am Stück dieses Auto verfolgen. Wenn einen also zum Beispiel der berühmte Grello von Manthey besonders interessiert, der auch gestern auf Pole Position gefahren ist, und dann kann man sagen, so jetzt wähle ich mir den Grello an in YouTube und verfolge onboard live, was dann die Kollegen am Steuer, Kevin Estre oder Preining und wie sie alle heißen, machen. So. Damit ist erstmal rundum das Grobe beschrieben. Ab jetzt wird es sicherlich viel detaillierter werden. Ja, und dazu lade ich dann gerne ein, zu mir zu kommen, um noch tiefere Fachgespräche zu führen.